Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's gut. Heute gibt es mal wieder ein kleines Thema, über das wir sprechen müssen, denn Ottmar Schork hatte ein Treffen mit Dimitrios Gramotzes zuletzt vor dem Bochum-Spiel und ja, da könnte es um viele Dinge gegangen sein, wie zum Beispiel eventuell eine Verhandlung über einen Vertrag, einen Trainerposten. Oder doch nur Freunde untereinander, das ist halt das, was man nicht weiß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so beste Freunde sind, vor allem weil ich auch nicht wüsste, woher. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass es da um einen Trainerjob ging. Meine persönliche Meinung habe ich dazu schon oft gesagt. Das Thema wirbelt jetzt wieder ein bisschen auf. Ich würde das tatsächlich aktuell Sander und Ibert überlassen, auch wenn damit die U23 ein bisschen gegen die Wand gefahren wird. Wir gehen aber direkt rein, wieder in die Statistiken. Wir schauen uns das Ganze nochmal an, ob das vielleicht Sinn macht. Doch, ob es nicht Sinn macht, ja, das sind die Sachen, die wir ein bisschen besprechen müssen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich riesig unterstützen. Ab 99 Cent kann man Mitglied werden. Dankeschön an jeden, der das macht und damit let's go. So, hier sind wir. Wir fangen direkt mal einfach mit den Grundfakten an. Dimitros Gramotzes hat bei Bochum U19 angefangen, ist dann zweite gegangen, Co-Trainer geworden, Jugend dann nochmal übernommen als Trainer, dann Co-Trainer bei Bochum allgemein, dann ist er Trainer bei Bochum 2 geworden, hat da einen Punkteschnitt von 0,8 geholt, beziehungsweise 0,9, ist dann zur Jugend von Bochum wieder, dann tatsächlich U17 Trainer geworden, irgendwann hat da einen guten Job gemacht mit 1,7 Punkten. Co-Trainer bei Bochum U19, dann Trainer bei Bochum U19, hat sich da hochgearbeitet, hat dann einen sehr guten Punkteschnitt mit 1,9 geholt. Dann Darmstadt 98 Trainer geworden, hat da einen ganz guten Job gemacht mit 1,6 Punkten im Durchschnitt. Schalke 04 hat er dann einen eher nicht so guten Job gemacht, ist auch abgestiegen in der Saison mit Schalke und in der Zweitliga-Saison nur Sechster gewesen und da wurde er dann gefeuert. Schalke ist in dem Jahr noch aufgestiegen, 1,34 Punkte Schnitt. Bei Kaiserslautern war es dann viel zu wenig, 1,13 Punkte, hat nicht gereicht für Lautern, ist damit dann auch rausgeflogen. Und das ist ja bei uns genau das gleiche im Endeffekt. Wir brauchen einen 1,4 Punkte Schnitt etwa. Daran hat sich ja nichts geändert, dadurch, dass wir in Bochum verloren haben. Das würde nicht reichen. Und Kaiserslautern hat keinen schlechten Kader gehabt in der Saison, würde ich mal behaupten. Und seitdem ist auch arbeitslos und das nicht ohne Grund. Bevorzugte Formation ist das 3-4-1-2. Wir spielen 3-4-2-1 unter Sander. Das heißt, er spielt mit zwei Stürmern anstatt einer, also systematisch würde es passen. Ist halt durchschnittlich unter einem Jahr im Amt, auch das hat halt seine Gründe, ist 47, wird aktuell nicht unbedingt gewollt als Trainer, auch das hat seinen Grund. Ist aber immer wieder in Gesprächen mit bestimmten Vereinen, gibt es immer wieder Gerüchte. Wenn ihr natürlich nochmal auf die Ligen guckt, okay, wenn man natürlich auf die Ligen gucken könnte, das wäre super. Ne, okay, dann geht's nicht. Transfermarkt hat keine Lust. Vielleicht können wir Pokalwettbewerbe nachgucken. Oder auch einfach alle, okay. Gut, an der Handtransfer hat man keine Lust, dann können wir dagegen nichts machen. Aber sieht man halt auch, die Platzierungen waren jetzt nicht 1A und eher tendenziell sehr schlecht als gut. Erfolge gibt es dann auch nicht. Bad Gateway, super, ich liebe sowas. Ja, muss man dann halt schon ganz ehrlich sagen, Dimitros Gramotzes ist natürlich aktuell scheinbar eine große Option, aber für mich keine Lösung. Da könnt ihr aber auch gerne eine andere Meinung haben. Die könnt ihr dann gerne in die Kommentare schreiben. Das würde mich sehr interessieren. Wiederum sehe ich aktuell Sander und E-Board als gute Lösung. Man hat aber aktuell sehr krasse IV-Probleme. Das muss man auch klar sagen. Darüber sprechen wir morgen. Auch da gehört die Wahrheit dazu, dass wenn man diese IV-Probleme hat, es nicht einfach wird. Hat aber eine defensive Stabilität. Weil die sind der einzige, der eigentlich übrig geblieben ist von den Jungs. Ich hoffe, dass sich da noch was entwickelt in der Defensive. Ich wünsche mir, dass Rodi endlich seine Chance bekommt. Das wäre super. Und dann sehen wir im Endeffekt, was passieren wird.
Und eure Trainerkandidaten könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Lasst ein Like und ein Abo da, würde mich riesig supporten. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.